Herzlich willkommen bei FutureCube. In diesem Video befassen wir uns mit den Grundfunktionen Ihrer Suite. Wir werden dabei auf die verschiedenen Navigationsebenen und die Funktion der Buttons eingehen. Wir starten, indem wir uns auf der Webseite unter Login als Kunde/Kundin einloggen. Sie gelangen dann auf die Seite Ihrer Module. Hier finden Sie eine Übersicht über alle erworbenen Module inklusive der verfügbaren Sprachen pro Modul. Wenn Sie jetzt einen Unternehmenszugang erworben haben, dann zeigt Ihnen die Anzahl Durchgänge an, wie häufig das entsprechende Modul schon bearbeitet wurde. Wenn Sie den Zugang über den Shop selbstständig erworben haben, dann zeigt Ihnen hier die Spalte Durchgänge an, wie viele Durchgänge Ihnen noch zur Verfügung stehen. Unter dem Button Aktion finden Sie Videotutorials, auf die Sie bei Fragen gerne zurückgreifen können, und über diesen Button hier können Sie sich aus der Suite ausloggen. Wenn wir jetzt hier drüben auf den Button weiterklicken, dann gelangen wir auf die Seite mit den bereits erstellten Gruppen. Wir befinden uns jetzt in der Gruppenübersicht. Sie sehen, bei mir wurden bereits einige Gruppen erstellt. Wenn wir jetzt aber eine neue Gruppe erstellen möchten, machen wir das über hier den Button Gruppe, Neu. Sie geben dann den Gruppennamen ein und einen allfälligen Kommentar. Und mit dem Klick auf Speichern wandert die neu erstellte Gruppe dann direkt in die Gruppenübersicht. Ich breche einmal ab. Genau, was wir auch machen können, ist eine angewählte Gruppe hier über Gruppe bearbeiten oder aber löschen. Wichtig ist einfach zu beachten, dass wenn Sie eine Gruppe löschen, dann werden auch alle damit verbundenen Daten gelöscht. Das heißt, alle Personen, die in dieser Gruppe enthalten sind, alle Analyseresultate, alle Dokumente, all das wird mitgelöscht. Das heißt, wenn Sie jetzt sagen, Sie möchten zwar die Gruppe aus der Übersicht entfernen, aber die ganzen Daten nicht direkt löschen, können Sie die angewählte Gruppe auch hier archivieren. Ich zeige Ihnen das direkt einmal. Ich habe die Demo-Gruppe jetzt archiviert, Demo-Auswahl hieß sie. Sie ist jetzt hier nicht mehr ersichtlich in der Übersicht, aber wenn ich auf Aktion, Archiv anzeigen gehe, finde ich die Gruppe dann hier im Archiv wieder. Ich kann dann im Archiv die Gruppe entweder ganz löschen oder wiederherstellen. Das mache ich jetzt einmal. So, mit dem Klick auf Wiederherstellen wandert die Gruppe jetzt aus dem Archiv zurück in die Gruppenübersicht. Und auch ich kann jetzt zurück in die Übersicht einmal über den Aktionsbutton mit Archiv ausblenden oder aber über das Kreuz hier oben rechts. So, wenn Sie jetzt eine komplexere Analyse erworben haben, wie beispielsweise das 360-Grad-Feedback oder die Teamanalyse, besteht auch die Möglichkeit, ganze Personengruppen direkt hochzuladen. Das machen wir, indem wir hier auf Gruppe von Person hochladen klicken. Hier können Sie dann das entsprechende Modul anwählen, danach das entsprechende Excel-File herunterladen, ausfüllen und wieder hochladen. Und damit wird dann direkt die Gruppe inklusive aller Personen und aller zugeteilten Module pro Person automatisch über FutureCube erstellt werden. Ich breche auch hier einmal kurz ab, um jetzt nämlich in die nächste Ebene zu gelangen, wähle ich hier einmal die Gruppe Demo-Auswahl an und klicke dann auf Personen. Wir befinden uns jetzt in der Personenübersicht der Gruppe Demo-Auswahl und wie Sie unschwer erkennen können, sind bei mir auch hier bereits Daten hinterlegt. Wenn wir jetzt aber trotzdem noch eine neue Person hinzufügen möchten, dann machen wir das hier über Person Neu. Da würden wir natürlich erstmal den Vor- und den Nachnamen der Person eingeben und im besten Fall auch direkt die E-Mail-Adresse. Der Vorteil ist hier einfach, dass wenn Sie die E-Mail-Adresse hinterlegen, dann können Sie im Anschluss die Person auch direkt über FutureCube einladen. Das heißt, Sie bräuchten die Zugangsdaten nicht manuell herunterzuladen und manuell zu verschicken, sondern können das direkt automatisch über FutureCube auslösen, was Ihnen natürlich einiges an Zeit erspart. Dann vielleicht noch zu den anderen Feldern, das Kürzel oder auch der sogenannte Code. Das Feld können Sie beispielsweise für so firmeninterne Kürzel nutzen, um einfach die Person einfacher auffindbar zu machen. Wichtig ist hier einfach, dass das Kürzel nur Ihnen als Administrator, Administratorin angezeigt wird. Die teilnehmende Person, die sieht das nicht. Dann Jahrgang, Geschlecht und Ausbildung. Diese Felder können theoretisch von der teilnehmenden Person auch selbstständig noch erfasst werden.
Wichtig ist einfach, dass die Felder nur dann abgefragt werden, wenn die Eingabe für die Auswertung der entsprechenden Analysen, die die Person macht, auch relevant ist. Ansonsten würden diese Felder einfach leer bleiben. Das heißt, wenn Sie sicher gehen möchten, dass die Person vollständig erfasst ist, dann empfehlen wir hier einfach direkt mit der Erfassung der Person auch direkt alle Angaben einzugeben. Genau, mit Speichern wird dann die neu erstellte Person direkt in der Personenübersicht erscheinen. Ich breche hier einmal kurz ab und zeige Ihnen noch, wie ich jetzt die Beatrice Meier noch bearbeiten kann. Das mache ich über Person bearbeiten. Wir können die Person natürlich auch löschen. Hier über Löschen. Hier gilt das Gleiche wie vorhin schon bei den Gruppen beschrieben. Wenn Sie die Person löschen, dann löschen Sie auch alle damit verbundenen Daten, das heißt allfällige Videos, die noch hinterlegt sind, Analyseresultate, Dokumente, all das wird mitgelöscht. Wenn Sie jetzt sicher gehen möchten, dass Sie doch nochmal auf die Daten zurückgreifen können, die Person aber aus der Übersicht entfernen wollen, dann empfiehlt sich hier die Option Archivieren. Das mache ich jetzt auch gleich einmal. Sie sehen jetzt, Beatrice Meier ist hier jetzt in der Personenübersicht nicht mehr auffindbar, aber wenn ich jetzt auf Aktion Archiv anzeigen gehe, dann finde ich sie hier im Archiv wieder und kann sie dann über Person löschen, entweder ganz löschen oder aber wiederherstellen, was ich jetzt einmal mache. Und Sie sehen schon, die Person wandert jetzt aus dem Archiv zurück in die Personenübersicht und ist entsprechend wieder dort ersichtlich. Auch ich gehe jetzt zurück in die Personenübersicht und zwar entweder über Aktion Archiv ausblenden oder aber über das Kreuz hier oben rechts. Im Button Person haben wir noch weitere Möglichkeiten und zwar einmal, dass wir eine ganze Liste von Personen hochladen. Diese Option bietet sich vor allem dann an, wenn Sie die Gruppe neu erstellt haben, sprich noch keine Personen erfasst sind. Sie können dann einfach alle Personen, die Sie gerne in diese Gruppe einspielen möchten, in einem Excel-File erfassen und hochladen. Dann würde Ihnen dann in FutureCube automatisch quasi diese einzelnen Accounts würden Ihnen dann entsprechend direkt erstellt werden und Sie müssten die Person nicht alle einzeln erfassen. Dann haben wir noch die Option Liste der Person herunterladen. Hier klicke ich einmal drauf und Sie sehen schon, dass automatisch ein Download ausgelöst wird. In diesem Excel-File finden Sie alle Zugangsdaten der Person, das heißt die User-ID, also der Benutzername, plus die Passwörter. Genau, falls Sie die mal bräuchten oder falls es Rückfragen geben sollte, jemand sein Passwort verloren hat oder so, dann sind diese hier in dem Excel-File ersichtlich. Ich mache das jetzt nicht auf, sonst sehen Sie alle unsere Zugangsdaten zu dieser eben Gruppe Demo-Auswahl. Das möchten wir jetzt an dieser Stelle nicht. Dann, was können wir sonst noch machen? Wie vorhin schon angekündigt, können wir Personen einladen. Und zwar entweder nur eine Person, das wäre jetzt in unserem Fall die angewählte Anna Felder, oder aber alle Personen, die aktuell offene Module haben. Das zeige ich Ihnen gleich. Noch eine Anmerkung vorab. Die Einladungen werden in beiden Fällen jeweils in der Sprache Ihrer Suite verschickt. Das heißt, in meinem Fall wäre das jetzt hier Deutsch. Wenn ich die Sprache jetzt beispielsweise auf Englisch ändern möchte, dann würde ich hier oben rechts in der Sprachwahl einfach die entsprechende Sprache auswählen. Ich bleibe jetzt aber vorerst mal auf Deutsch und zeige Ihnen, wie das Ganze aussieht, wenn wir jetzt einfach mal alle Personen mit offenen Modulen einladen. In meinem Fall wäre das jetzt die beiden. Die müssen also noch was bearbeiten. Die anderen haben alle Module bereits abgeschlossen. Wenn jetzt zum Beispiel beim Ralf Fischer noch keine E-Mail-Adresse hinterlegt sein sollte, dann würden Sie hier mit der Bestätigung für den E-Mail-Versand noch einen Hinweis bekommen, dass dieser Person keine Einladung zugestellt werden konnte, einfach aufgrund dessen, dass noch keine E-Mail-Adresse hinterlegt ist. Da würden Sie also informiert werden. Ich möchte die Person jetzt aber nicht einladen, darum klicke ich hier einmal auf Nein. Und wie sehen wir jetzt, ob der Person bereits Module hinzugefügt wurden oder nicht? Das machen wir, indem wir beispielsweise jetzt Beatrice Meier einmal anwählen und dann auf Module klicken. Wir befinden uns jetzt in der Modulübersicht von Beatrice Meier. Hier sehen wir einmal unter To-Do all die Module, die Beatrice noch nicht bearbeitet hat und dann unter Erledigt all die Module, die Beatrice bereits vollständig abgeschlossen hat. Sobald ein Modul beendet wurde, erhält es eine sogenannte Durchführungsnummer, die finden wir hier.
Diese Durchführungsnummer ist einmalig und dient Ihnen als Differenzierungsmerkmal. Unter Resultat können wir dann mit Klick auf das Icon hier die Auswertung einsehen. Wichtig an dieser Stelle anzumerken, das Resultat ist nur für die Personen einsehbar, die über eine entsprechende Berechtigung verfügen, und wer das alles genau ist, das ist abhängig von den Einstellungen Ihres Unternehmens. Das Resultat wird außerdem jeweils in der Sprache angezeigt respektive heruntergeladen, mit der Sie sich aktuell auch in Ihrer Suite navigieren. Bei mir wäre das jetzt Deutsch. Wir können die Sprache aber auch ganz leicht hier oben über die Sprachwahl anpassen. Genau, denn über den Button Aktion können wir außerdem alle Resultate gleichzeitig herunterladen. Die werden dann in Ihrem Downloads-Ordner gespeichert. Oder wir können Dokumente hinzufügen. Das bedeutet, dass Beatrice Meier diese Dokumente dann innerhalb ihrer Suite auch einsehen kann. Oder wir können weitere Module zur Bearbeitung hinzufügen. Das spielen wir direkt einmal zusammen durch. Ich klicke hier einmal drauf und wähle beispielsweise die analytisch-logische Analyse aus, klicke dann auf Plus Modul und wir sehen, dass die Analyse jetzt Beatrice Meier zur Verfügung steht. Wir hoffen, dieses Video hat Ihnen geholfen, die Grundfunktion Ihrer Suite besser zu verstehen und wünschen Ihnen viel Spaß mit FutureCube.